Wie sieht ein guter Einstieg in eine Präsentation aus? Wie kannst du am Anfang die Aufmerksamkeit deines Publikums erreichen? Und warum ist der Beginn eigentlich so wichtig? Solche Fragen werden mir in meinen Mentorings und Seminaren immer und immer wieder gestellt. Ich fange mit der letzten Fragestellung des Warum an. Der Start in eine Präsentation ist deswegen so wichtig, weil er darüber entscheidet, ob dein Publikum dir überhaupt zuhört oder nicht. In den ersten 2 Minuten, oftmals sogar viel früher, entscheidet jeder Einzelne und jede Einzelne darüber, ob du weiter verfolgt wirst oder nicht. Natürlich sind der eigentliche Vortrag und insbesondere das Ende auch wichtig. Aber mit dem Beginn kannst du bereits viel gewinnen oder eben auch verlieren. Welche Möglichkeit gibt es also nun für dich, deine Präsentation richtig und lebendig zu starten? Hierfür bringe ich dir eine Technik näher, die du direkt für deine nächste Präsentation anwenden kannst. Diese Technik sind die Hand-Hoch-Fragen. Sie sorgen dafür, dass dein Publikum aktiv wird und dadurch Lebendigkeit entsteht. Darüber hinaus bekommen die Zuhörenden einen leichten Einstieg in dein Thema. So funktioniert die Technik. Du stellst insgesamt 2 bis 3 einfache Fragen. Nicht mehr, weil es dann zu langatmig würde. Deine Fragen sollten klar, verständlich und eindeutig formuliert sein. Das heißt, ohne großes Nachdenken sollten dein Publikum deine Fragen beantworten können. Idealerweise solltest du deine Fragen so stellen, dass jeder Zuschauer, jede Zuschauerin mindestens einmal Ja antwortet, das heißt die Hand hebt. Auf keinen Fall sollten deine Fragen zu banal sein. Im Sinne von, wie viele von ihnen haben 2 Beine? Jedes Mal, wenn du eine Frage gestellt hast, machst du vor, was diejenigen mit der Antwort Ja machen sollen. Also sprich, du hebst die Hand. Nachdem die Zuhörenden geantwortet haben, bedankst du dich kurz. Ich gebe dir ein Beispiel. Wie viele von euch haben schon einmal eine Präsentation gehalten? Wie viele von euch waren schon einmal angespannt bei einem eigenen Vortrag? Danke sehr. Und wie viele von euch machen grundsätzlich bei solchen Fragen nie mit? Dankeschön. Die letzte Frage ist natürlich als Scherz gemeint. Aber spätestens dann hättest du die letzte Person im Publikum, die die Hand hebt. Mit deinen Hand-Hoch-Fragen erreichst du Aktivität und Aufmerksamkeit bei deinem Publikum. Dadurch, dass jede Person mindestens einmal die Hand gehoben hat, wird auch Relevanz erzeugt. Letztlich ist in den Köpfen der Zuhörenden, okay, ich habe hier einmal zugestimmt, indem ich meine Hand gehoben habe. Alles klar, dann höre ich jetzt erst einmal weiter zu, denn das scheint ja interessant für mich zu sein. Eine Anmerkung zum Schluss. Auf den ersten Blick erscheint diese Technik möglicherweise etwas aufdringlich oder amerikanisch. Meine eigenen Erfahrungen zeigen aber ganz deutlich, diese Methodik funktioniert auch bei uns wunderbar. Also entwickle nun zu deinem eigenen Thema deine 2 bis 3 Hand-Hoch-Fragen. Viel Erfolg dabei!